Wenn jede Bewegung im Becken von einem tiefen Knirschen, Stechen oder einem dumpfen Dauerschmerz begleitet wird, leidet die Lebensqualität massiv. Hüftprobleme, ob bedingt durch fortschreitenden Gelenkverschleiß, chronische Schleimbeutelentzündung oder mikrostrukturelle Schäden im Hüftkopf, werden meist rein mechanisch oder symptomatisch mit Schmerzmitteln therapiert. Doch die moderne regenerative Orthopädie und die orthomolekulare Medizin zeigen, dass die mechanische Stabilität dieses mächtigen Kugelgelenks untrennbar mit dem biochemischen Mikronährstoffstatus der Knochen- und Knorpelzellen verknüpft ist. Es gibt ein herausragendes Supervitamin, das als der absolute Schlüssel für die strukturelle Integrität und Regeneration des Hüftgelenks gilt: Vitamin D3. Nummer 1. Knochendichte und Stabilität des Hüftkopfes. Das Hüftgelenk muss im Laufe eines Lebens tonnenweise mechanischen Druck abfedern, weshalb die Knochendichte des Hüftkopfes und der Beckenpfanne absolut makellos sein muss. Vitamin D3 ist der primäre Regulator für den Einbau von Calcium und Phosphat in die Knochenmatrix. Es stimuliert die Differenzierung von Osteoblasten, also den knochenaufbauenden Zellen. Herrscht im System ein Vitamin D3-Defizit, kann der Dünndarm das über die Nahrung aufgenommene Calcium kaum resorbieren. Der Körper greift dann auf die eigenen Reserven zurück und demineralisiert das Skelett. Im Hüftgelenk führt dies zu mikrostrukturellen Knochenerweichungen oder Knochenschwund. Dadurch verformt sich die Gelenkfläche unter Belastung minimal, was zu Fehlbelastungen, Mikrorissen und heftigen Schmerzen führt. Erst durch eine Sättigung des Vitamin D3-Spiegels wird diese Schleuse geschlossen und der Hüftknochen wieder ultrastarr zementiert. Nummer 2. Erhalt der knorpeligen Gleitschicht. Damit der Hüftkopf reibungslos in die Beckenpfanne gleiten kann, ist er von einer hochelastischen Schicht aus hyalinem Knorpel überzogen. Die Zellen dieses Gewebes besitzen spezifische Vitamin-D-Rezeptoren. Die Bindung von Vitamin D3 an diese Rezeptoren kurbelt die Synthese von Proteoglykan und Typ-2-Kollagen an, den unentbehrlichen Baustein der Knorpelmatrix. Gleichzeitig blockiert das Vitamin gelenkschädigende Enzyme, die den Knorpel bei Arthrose aktiv auffressen. Vitamin D3 wirkt so wie ein biologisches Schutzschild, das den vorzeitigen Knorpelabbau im Hüftgelenk stoppt, die körpereigene Regeneration der Gelenkschmiere anregt und den gefährlichen Zustand von Knochen auf Knochen verhindert. Nummer 3. Eliminierung der entzündlichen Synovialhaut. Hüftschmerzen entstehen selten durch den reinen Verschleiß an sich, sondern durch die begleitende Entzündung der Gelenkkapsel und der Synovialhaut. Vitamin D3 besitzt stark immunmodulatorische Eigenschaften und greift direkt in das entzündliche Geschehen ein, indem es den entzündungsfördernden Signalweg NF-κB in den Immunzellen blockiert. Dadurch wird die Ausschüttung von aggressiven Entzündungsbotenstoffen drastisch gedrosselt. Chronische Schwellungen im Gelenkraum gehen zurück, der Druck auf die umliegenden Nervenbahnen im Becken lässt nach und der brennende Ruheschmerz, der Betroffene oft nachts um den Schlaf bringt, erlischt an der molekularen Basis. Und Nummer 4. Koordination der Hüftgelenksmuskulatur. Ein stabiler Gang erfordert eine perfekt koordinierte Muskelmanschette, die das Hüftgelenk sichert. Vitamin D3 moduliert die Calciumkanäle in den Skelettmuskelzellen, was für die elektromechanische Kopplung, also die Kontraktion und Entspannung der Muskeln, zwingend erforderlich ist. Ein Mangel an Vitamin D3 führt zu einer schleichenden Muskelschwäche und Koordinationsstörungen im Beckenbereich. Die Muskeln können das Gelenk nicht mehr sauber führen, was zu schmerzhaften ISG-Blockaden, Sehnenansatzentzündung und einer beschleunigten Gelenkabnutzung führt. Das Vitamin-Update stellt die Kraft- und neuromuskuläre Reaktionszeit der Hüftmuskulatur wieder her, wodurch das Gelenk mechanisch entlastet wird. Um die regenerierende Wirkung von Vitamin D3 auf das Hüftgelenk zu maximieren und gefährliche Nebenwirkungen zu verhindern, muss das Vitamin zwingend mit Vitamin K2 kombiniert werden. Während Vitamin D3 für die Bereitstellung von Calcium im Blut sorgt, aktiviert Vitamin K2 die Proteine Osteokalzin und MGP. Diese Proteine fungieren als biochemische Logistiker, die das Calcium gezielt aus den Blutbahnen greifen und fest in die Knochenstruktur deiner Hüfte einbauen, anstatt es wirkungslos und schädlich in den Gefäßwänden oder den weichen Gelenkkapseln abzulagern. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du jeden Tag Kaffee trinkst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.